Let's Go Race, the channel for virtual motorsport. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video geht es um die SIMUCube 2 Pro Direct Drive Base. Vielen Dank an Simtek Simulators, welche mir das Paket zur Verfügung gestellt haben. Einen Link zum Simtek Shop findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Video erkläre ich euch zuerst, was der Vorteil von Direct Drive Systemen ist. Danach zeige ich euch den Lieferumfang und gehe auf jedes Teil und jeden Bereich ein. Zum Ende des Videos werde ich das System an meinem Simulator testen. Die SIMUCube 2 Pro Direct Drive Base ist die mittelste der drei erhältlichen Versionen neben der Sport- und der Ultimate-Variante von SIMUCube. Die SIMUCube 2 Systeme sind Direct Drive Motoren für Rennsimulatoren. Der große Vorteil von Direct Drive Systemen gegenüber beispielsweise Riemenantrieben ist die direkte Übertragung der Lenkkrafteffekte. Die Kräfte werden direkt über eine Achse, welche durch die Mitte des Antriebes geht, an das Lenkrad übertragen. Antrieb und Lenkrad liegen also auf einer Achse. Im Vergleich: Bei einem Riemenantrieb wird die Kraft von einem Zahnrad zum Zahnrad der Lenkachse über einen Riemen übertragen. Antrieb und Lenkrad liegen also nicht auf einer Achse. Außerdem ist dieser Riemen normalerweise aus industriellem Gummi bzw. Kunststoff, welcher auch etwas nachgibt. Bei einem Riemenantrieb hat man natürlich immer einen leichten zeitlichen Versatz. Dieser ist vielleicht nur sehr klein, doch im Simracing geht es wie auch im realen Motorsport um Tausendstel Sekunden. Und dann werden auch solch kleine zeitliche Verzögerungen zu einem wichtigen Thema und zu einem Vorteil eines Direct Drive Antriebs. Aber nicht nur der zeitliche Versatz der Lenkung ist dabei ein Thema, also die Signale, die wir selbst mit unseren Lenkbewegungen an den Motor geben, sondern auch die Effekte, welche der Motor an uns weitergibt. Wie zum Beispiel die Simulation von Lenkkräften oder auch die Simulation von Streckenoberflächen wie Curbs und Bodenwellen. Bei einigen Rennsimulationen können sogar Reifenschäden oder Makel an der Reifenoberfläche, welche durch ein Verbremsen und ein stehendes Rad auftreten, simuliert werden. Diese Effekte müssen natürlich ohne Zeitversatz an den Fahrer weitergegeben werden. Und bei der Wiedergabe dieser Effekte haben wir mit dem Direct Drive System keinen Zeitversatz. Wir spüren die Bodenwellen also genau in diesem Moment, in dem wir über die Bodenwelle fahren. Neben dem Zeitversatz spielt aber auch die Kraft eine Rolle. Bei einem Direct Drive System können viel höhere Kräfte generiert werden und an den Fahrer weitergegeben werden. Wir können bei einem Direct Drive System die gleiche Kraft generieren, wie sie auch in echten Autos vorkommen. Selbst die Lenkkräfte alter Formel 1 Autos ohne Servolenkung sind für Direct Drive Systeme kein Problem. Wir haben also bei einem Direct Drive System keinen spürbaren zeitlichen Versatz, höhere Lenkkräfte und auch höhere Force Feedback Kräfte. Außerdem ist ein Direct Drive System deutlich präziser. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas erläutern, warum in professionellen Simracing Direct Drive Systeme mittlerweile zum absoluten Standard geworden sind. Kommen wir nun zum Lieferumfang des SIMUCube 2 Pro Pakets. Hier haben wir unseren Servomotor. Das ist das Netzteil inklusive Kabel. Wir haben einen Notausschalter. Das da oben rechts ist das USB-Kabel. Wir haben eine Anleitung, welche die gleiche für Sport- und Pro-Version ist. Diese drei Teile und auch diese Stange gehören zum Quick-Release-System. Das hier ist die Wireless-Antenne. Mit diesen Schrauben können wir den Motor an unseren Simulator schrauben. Diese Schrauben und die ganzen Scheiben gehören auch zum SIMUCube 2 Quick-Release-System. Starten wir mit dem Servomotor und den technischen Daten. Der Servomotor ist 130 mm breit, 130 mm hoch und ist mit dem SIMUCube 2 Quick Release 270 mm lang und wiegt 11,1 kg. Somit ist er etwas länger als die Sportvariante. Gegenüber der Ultimate-Variante hingegen ist er breiter und höher, dafür aber etwas kürzer als die Ultimate-Variante.
Der Motor ist ein Motor mit einer sehr geringen Drehmomentwelligkeit. Dies bedeutet, dass das Drehmoment immer vorhanden ist und Drehmomentabweichungen nur sehr gering sind. Somit haben wir immer ein konstantes Drehmoment. Also immer das Drehmoment, welches der Motor über die Signale vom PC und der Simulation in Kombination mit der Simucube Software bekommt. Die Pro-Version hat außerdem noch eine verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit gegenüber der Sport-Version. Die Ultimate-Version hat eine noch bessere Reaktionsgeschwindigkeit und zusätzlich noch eine geringere Trägheit als die Pro-Version. Der Simucube 2 Pro Motor hat ein maximales Drehmoment von 25 Newtonmeter und eine maximale Drehmomentanstiegsrate von 8 Newtonmeter pro Millisekunde. Der Motor kann also Lenkkräfte von bis zu 25 Newtonmeter erzeugen. Die Drehmomentanstiegsrate sagt uns, wie schnell der Motor sein Drehmoment erhöhen kann. Von 0 Newtonmeter bis zu seiner Maximalleistung von 25 Newtonmeter benötigt der Motor also nur etwa 3,1 Millisekunden. Außerdem ist der Motor mit einem Absolutgeber mit 22 Bit pro Umdrehung als Winkelsensor ausgestattet. Dieser sorgt dafür, dass der PC immer weiß, auf welcher Position sich das Lenkrad befindet. Nun weiter mit der Befestigungsmöglichkeit des Motors. Der Motor wird über die 4 M8 x 1,25 Gewinde an der 12 mm dicken Frontplatte an der Vorderseite befestigt. Die 4 Gewinde haben einen Lochabstand von 102,53 mm bzw. einem Lochkreisdurchmesser von 145 mm. Dies sind die gleichen Lochabstände wie auch bei der Simucube 1 Base und der Simucube 2 Sport Base. Nur die Simucube 2 Ultimate Base hat kleinere Lochabstände. Ihr könnt also die gleiche Halterung wie auch bei der Simucube 1 und Simucube 2 Sport nutzen. Im Lieferumfang sind 4 30 mm lange M8 Schrauben und 8 Federscheiben dabei, um euren Motor zu befestigen. Auf der Rückseite ist die Elektronik und die Anschlüsse des Simucube-Systems verbaut. Ich habe aktuell 2 Motoren aus 2 verschiedenen Generationen. Auf der linken Seite den Sportmotor aus der neuesten Generation 2 und auf der rechten Seite den Pro-Motor aus der Generation 1. Der Pro-Motor in der Generation 2 wird genauso auf der Rückseite aussehen wie die Rückseite des Generation 2 Sportmotors auf der linken Seite. Da ich eine Simucube 2 Pro Variante aus der ersten Generation hier habe, sieht die Base auch etwas anders aus als die Simucube 2 Pro Base aus der zweiten und neuesten Generation. Der weiße Button in der Mitte bzw. der schwarze Schalter an der Generation 2 ist der Ein-Aus-Schalter. Dieser ist, wie ihr sehen könnt, in der neuesten Generation etwas anders, hat aber natürlich die gleiche Funktion. Etwas, was erst in der zweiten Generation zu finden ist, ist eine LED-Anzeige. Diese LED-Anzeige gibt uns mithilfe bestimmter Farben und Blinksignale Informationen über den aktuellen Status des Systems und eventuelle Fehlermeldungen. Wenn das System im normalen Betrieb ist, leuchtet die LED-Anzeige beispielsweise blau. In Kombination mit den LED-Signalen bekommt ihr bei gewissen Signalen für einer zu stark eingestellten Bass sogar ein akustisches Signal, in dem die Bass anfängt zu piepsen. Das ist sehr hilfreich, da ihr während der Fahrt nicht sehen könnt, welche Farbsignale die LED auf der Rückseite des Motors gerade anzeigt. Ein Video, in dem alle Signale erklärt werden, findet ihr in der Videobeschreibung. In der ersten Generation habt ihr aber nicht komplett auf eine solche LED-Anzeige verzichten müssen, es wurde nur anders gelöst. In der ersten Generation hat man dies noch in Kombination mit der Power-In-Buchse kombiniert. Wie das aussieht,
zeige ich euch in den folgenden Bildern. Die gerade in Kombination mit der LED-Anzeige erwähnte Buchse auf der linken Seite ist für das Netzteil. Das Netzteil ist 255 mm lang, 115 mm breit und 50 mm hoch. Hinzu kommt das etwa 1,6 Meter lange Kabel, mit dem ihr das Netzteil mit dem Servomotor verbindet. Um das Netzteil mit Strom zu versorgen, ist ein etwa 1,85 Meter langes AC-Kabel dabei, welches ihr in die Steckdose und in das Netzteil steckt. Mittig an der Rückseite des Motors ist eine D-USB-Buchse. Diese ist um das System mit dem PC zu verbinden. Hier ist ein 1,75 Meter langes USB 2.0 Kabel dabei. Ganz unten ist noch eine kleine schwarze Buchse. Diese ist für den Notausknopf. Der Notausknopf sollte in unmittelbarer Nähe zum Fahrer platziert werden, sodass der Fahrer den Knopf jederzeit erreichen kann. Das Kabel des Notausschalters ist 2,34 Meter lang. Im unteren Bereich haben wir noch eine Buchse für Zubehör wie zum Beispiel Pedale. Hier kann ich beispielsweise meine Simple Hydraulic Pedals direkt mit dem SimoCube-System verbinden. Das ist das Kabel meiner Simtech-Pedale. Den Stecker einfach einstecken und mit den beiden äußeren Schrauben befestigen. Und schon sind die Simtech-Pedale über euer SimoCube-System mit dem PC verbunden. Diese können dann auch in der SimoCube-Software konfiguriert werden. In der zweiten Generation des SimoCube 2 Systems befindet sich diese Buchse im oberen Bereich. Zu guter Letzt der goldene Anschluss im rechten unteren Bereich der Rückseite. Hier könnt ihr die im Lieferumfang enthaltene Wireless-Antenne befestigen. Die Antenne an das Gewinde des Anschlusses dranschrauben und schon hat euer SimoCube-System Wireless und kann mit Wireless-Lenkrädern verbunden werden.
Die Antenne kann frei positioniert werden, da man sie drehen und auch neigen kann. Ich habe aktuell kein Wireless-Lenkrad zur Verfügung, daher kann ich es euch nicht zeigen und demonstrieren. Aber eventuell wird sich in Zukunft etwas ergeben und dann werde ich dies nachliefern. Die Konfiguration der Lenkräder macht ihr übrigens über die Simucube Software. Zur Software kommen wir aber später noch. Nun kommen wir zum Quick Release und zu den Befestigungsmöglichkeiten eurer Lenkräder. Zum QR-System von Simucube 2 gehören diese drei Aluminiumteile, diese Befestigungsstange, diese Schrauben, diese Unterlegscheiben und natürlich auch dieses Teil an der Vorderseite des Motors. Noch eine kleine Info zu den folgenden Videoausschnitten zum Quick Release. Ich habe zur Demonstration des Quick Release Systems die Videos aus meinem Simucube 2 Sport Review Videos übernommen, denn beide Systeme nutzen das identische Quick Release System. Also nicht wundern, wenn der Motor etwas kleiner ist. Diese Teile gehören zum Simucube Quick Release System. Zuerst wird diese Platte auf den anderen Teil des Quick Release geschoben. Wie man sieht, wackelt jetzt schon nichts mehr. Die beiden Teile können nur voneinander getrennt werden, indem ich es wieder nach oben rausziehe. Mit dieser Stange verbinde ich die beiden Teile fest miteinander. Im Inneren des hinteren Teils des Quick Release Systems, welches schon am Motor befestigt ist seitlich ein Loch. In diesem Loch befinden sich zwei Kugelfedern. Die rechte Kugelfeder, welche auf der Position des rechten Loches auf der Oberseite ist, wird in die kleine Nut der Stange einrasten. Am besten zeige ich es euch, damit ihr es euch besser vorstellen könnt. Jetzt erreicht die Spitze der Stange die erste Kugelfeder. Jetzt drücke ich die Stange komplett in das Loch rein. In dieser Position hat jetzt die rechte Kugelfeder in die Nut der Stange eingerastet. Dieses System ist wirklich sehr stabil und es wackelt überhaupt nichts. Auch die Stange sitzt wirklich sehr fest in dem Loch. Dass die Stange während der Fahrt rausfällt, halte ich persönlich für unmöglich. Dafür sitzt die Stange viel zu fest in dem Loch.
Nun haben wir noch diese beiden Teile. Das Teil auf der rechten Seite ist ein Spacer. Dieser sorgt dafür, dass das Lenkrad etwas weiter nach vorne kommt. Außerdem benötigt ihr den Spacer, wenn ihr die Montageplatte benutzen möchtet. Der Spacer hat eine Dicke von 30 mm. Die Montageplatte auf der linken Seite benötigt ihr, wenn ihr Lenkräder mit einem Teilkreisdurchmesser von 70 mm befestigen möchtet. Denn direkt am Quick Release und an dem Spacer habt ihr nur die Möglichkeit, Lenkräder mit einem Teilkreisdurchmesser von 50,8 mm zu befestigen. Die Montage der Montageplatte direkt am Quick Release ist nicht möglich, denn der Quick Release hat einen größeren Durchmesser als die Löcher des 70 mm Lochkreisdurchmessers für die Montage der Lenkräder. Um euer Lenkrad zu befestigen, gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten. Die erste Variante ist die Befestigung direkt am Quick Release, und zwar an diesen äußeren Gewinden. Dies gilt aber nur für Lenkräder mit einem Lochkreisdurchmesser von 50,8 mm. Die zweite Variante ist die Befestigung eures Lenkrades direkt am Spacer. Das Lenkrad liegt an dieser Seite an und die Schrauben werden von dieser Seite reingestochen. Der Spacer wird dann so an den Quick Release befestigt. Wie das funktioniert, zeige ich euch später. Die dritte Variante ist die Variante mit der Montageplatte. Diese Variante ist die einzige Variante für Lenkräder mit einem Lochkreisdurchmesser von 70 mm. Die Nutzung der Montageplatte ist allerdings nur möglich in Kombination mit dem Spacer. Eine Nutzung der Montageplatte ohne den Spacer ist nicht möglich. Zuerst wird der Spacer mit dem Quick Release befestigt und die Montageplatte kommt noch eins vorne dran. Jetzt werde ich alle Teile einmal montieren, damit ihr seht, wie es zusammengebaut wird und wie es am Ende aussieht. Alle Schrauben und Scheiben für die Montage der einzelnen Teile sind im Lieferumfang enthalten. Auch der passende Imbusschlüssel ist im Lieferumfang enthalten. Außerdem gibt es 2 verschiedene Arten von Unterlegscheiben. Eine normale Unterlegscheibe und ein Federring. Die Schrauben für die Montage eures Lenkrades oder eures Quick Release, wie zum Beispiel mein Q1R, sind natürlich nicht im Lieferumfang dabei.
Ich werde für die Montage die ganz normalen Unterlegscheiben benutzen.
Jetzt geht es wieder weiter mit dem originalen SimmoCube 2 Pro Motor. Von der Rückseite des Motors bis zur Vorderseite des Quick Release sind es etwa 270 mm. Je nachdem wie ihr das Ganze montiert habt, kommen noch 30 mm für den Spacer und 6 mm für die Montageplatte hinzu. Außerdem habe ich hier noch eine 120 mm lange Wheel Extension von SimLab. Diese benötige ich, da ich den Motor hinter meinem Bildschirm montiere und die Achse deshalb verlängert werden muss. Außerdem dürft ihr nicht die Kabel und die Antenne auf der Rückseite des Motors vergessen. Das Kabel, welches am meisten Platz nach hinten benötigt, ist das Kabel des Netzteils. Hier sollte man auch etwa 70 mm Platz nach hinten einberechnen. Das wäre soweit alles, was es zum Motor zu sagen gibt. Ich werde das System jetzt fahrfertig an meinem Simulator montieren und anschließen. Dann sehen wir uns gleich am Simulator, wo ich euch die Software zeige und wir das System danach in rFactor 2 testen werden. Der Motor und alle Kabel sind befestigt bzw. verbunden. Somit können wir nun mit der Software weitermachen. Das ist die SimmoCube 2 TrueDrive Software. Diese benötigt ihr, um euer System nutzen zu können. Im oberen Bereich ist der Statusbereich. Dort seht ihr alle wichtigen Informationen über den Status des Systems, wie zum Beispiel welches Profil ihr gerade nutzt oder ob der Motor aktuell betriebsbereit ist. Außerdem aktiviert ihr in diesem Bereich den High Torque Mode, mit dem ihr mehr Leistung bzw. die volle Leistung des Motors nutzen könnt. Außerdem wird in diesem Bereich auch angezeigt, wenn der Motor im Standby-Modus ist, und ihr könnt dort auch den Motor wieder in den normalen Modus schalten. Auf der linken Seite befindet sich die Registerkartenleiste. Dort findet ihr die verschiedenen Menübereiche: Overview, SimmoCube Wireless Wheels, Profiles, Hardware Settings und Advanced Information. Im Bereich Overview haben wir, wie der Name schon sagt, eine Übersicht über alle Funktionen, welche wir programmieren können. Außerdem können wir über Reset Center unsere Mittelstellung des Lenkrades neu positionieren. Entweder für dieses eine Mal oder permanent. Wenn wir diese Einstellung nutzen, ist jedes Mal, wenn wir die Software neu starten, die Mittelstellung des Lenkrades genau auf dieser Position, auf der wir es jetzt einstellen. In dem Bereich Wireless Wheels können wir unsere Lenkräder verbinden und einstellen. Da ich aktuell noch kein Wireless Lenkrad habe, kann ich dazu auch noch nicht viel sagen. Aber man sieht schon die verschiedenen Bereiche wie den Namen, das Signal, ob es verbunden ist und wie der Status der Batterie ist. Nun zu dem Bereich Profiles. Das ist wohl der wichtigste Bereich der Software. Hier stellen wir unser Lenkrad und das Force Feedback so ein, wie wir es gerne haben möchten. Im oberen Bereich haben wir unsere verschiedenen Profile. Read-Only Save Profile ist das erste Profil, welches uns zur Verfügung steht. Dieses Profil haben wir von Beginn an. Die anderen Profile sind Profile, welche ich schon selbst erstellt habe.
Um ein neues Profil erstellen zu können, muss ich auf Add klicken. Hier haben wir jetzt die verschiedenen Profile. Dies sind vorgefertigte Profile, welche uns zur Verfügung stehen. Hier sehen wir iRacing Simple Mode und iRacing Advanced Mode. Denn es gibt zwei verschiedene Modi, um unsere Profile zu erstellen. Beziehungsweise wie wir diese Profile nutzen, einstellen und verändern können. Beginnen wir mit dem Simple Mode für iRacing. Das ist jetzt unser neues Profil. Hier können wir den Profilnamen bearbeiten. Hier stellen wir die Stärke des Force Feedback ein. Hier haben wir den Lenkradbereich. Da können wir im Simple Mode, in dem wir aktuell sind, den Lenkradbereich nur an bestimmten Schritten ändern. 360 Grad, 540 Grad, 720 Grad, 900 Grad, 1080 Grad und 1440 Grad. Bei Smoothness können wir einstellen, wie weich das Force Feedback eingestellt sein soll. Und dann können wir noch die Dämpfung des Force Feedback im Simple Mode einstellen. Um uns jetzt ein iRacing Advanced Mode Profil zu erstellen, gibt es zwei Wege. Entweder wir klicken auf Go to Advanced Mode, dann wird dieses Profil von einem Simple Mode Profil zu einem Advanced Mode Profil umgewandelt. Oder wir erstellen ein neues iRacing Advanced Mode Profil. Auf dieser Seite seht ihr übrigens noch einige Informationen über das Profil. Hier wird bei einigen Profilen noch erklärt, was ihr in der Simulation einstellen müsst, damit ihr das Profil verwenden könnt und was ihr in der Simulation einstellen müsst, um das bestmögliche Force Feedback zu bekommen. In dem Advanced Mode Profil sehen wir direkt auf den ersten Blick, dass wir viel mehr Einstellungsmöglichkeiten auf dieser Seite haben als im Simple Mode. Es sind aber nicht nur deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten, die Einstellungsmöglichkeiten sind auch viel genauer und können in kleineren Schritten verändert werden als im Simple Mode. Auf alle Einstellungsmöglichkeiten im unteren Bereich gehe ich in diesem Video nicht drauf ein. Das würde die Länge des Videos sprengen. Die ganzen Einstellungsmöglichkeiten könnt ihr im Handbuch nachlesen und werden dort auch sehr gut erklärt. Ich gehe in diesem Video nur auf die wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten im oberen Abschnitt des Advanced Modes ein. Einer der Unterschiede zum Simple Mode ist die Einstellungsmöglichkeit der Stärke des Motors. Der niedrigste Wert, den wir im Advanced Mode nutzen können, liegt bei 10% der Motorleistung. Das entspricht 2,5 Newtonmeter. Im Simple Mode konnten wir die Leistung sogar bis auf 0,3 Newtonmeter reduzieren. Bei der Maximalleistung ändert sich im Vergleich zum Simple Mode nichts. Hier kann man bei beiden Modi die vollen 25 Newtonmeter nutzen. Der nächste Unterschied ist der Lenkbereich. Im Simple Mode konnten wir den Lenkbereich nur in voreingestellten Schritten verändern. Von mindestens 360 Grad bis zu 1440 Grad. Im Advanced Mode können wir die Gradzahl genau eingeben, so wie wir sie gerne hätten. Wir können einen Lenkbereich zwischen mindestens 40 Grad und maximal 2160 Grad nutzen. Der nächste Unterschied ist der Bump Stop.
Hier können wir einstellen, wie stark diese eingestellt sein soll. Für alle, die nicht wissen, was der Bump Stop ist: Der Bump Stop ist ein physikalischer Stopp, den ihr an eurem Lenkrad merkt. Er begrenzt den Lenkbereich. Da wir aktuell 1500 Grad eingestellt haben, würdet ihr beim Einlenken von 750 Grad in die jeweilige Richtung einen Widerstand merken, der euren Lenkbereich begrenzt. Und über diese Einstellungsmöglichkeit könnt ihr einstellen, wie stark dieser Widerstand sein soll. Über die Einstellungsmöglichkeit Bump Stop Range könnt ihr den Bump Stop noch einmal verändern. Wenn ihr nicht möchtet, dass der Bump Stop direkt an der Grenze des Lenkbereiches ist, könnt ihr diesen Widerstand verschieben. Wenn ihr die Bump Stop Range auf etwa 1600 Grad einstellt, verschiebt sich der Bump Stop jeweils um 50 Grad weiter nach außen. Ihr werdet den Widerstand, der euren Lenkbereich begrenzt, also erst 50 Grad später merken. Jetzt gehe ich noch auf die Funktion im oberen Abschnitt dieser Seite ein. Über den Button Add erstellen wir, wie wir gerade gesehen haben, ein neues Profil. Mit Delete löschen wir das aktuell geöffnete Profil. Mit Rearrange können wir die Reihenfolge der Profile festlegen, in der sie uns angezeigt werden. Über Copy duplizieren wir das aktuell geöffnete Profil. Mit setDefault können wir das aktuell geöffnete Profil zu unserem Standardprofil machen. Dieses Profil ist dann immer geöffnet, wenn wir die SimoCube Software neu starten. Jetzt geht es weiter mit der Seite Hardware Settings. Auf dieser Seite können wir weitere Einstellungen vornehmen. Die wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten sind folgende: Audible Notifications Enabled. Wenn diese Funktion aktiviert ist, bekommen wir ein akustisches Signal, wenn unser Direct Drive System gestartet ist und wir es ab sofort nutzen können. Talk Clipping Notification. Wenn diese Funktion aktiviert ist, bekommen wir ein akustisches Signal, wenn der Motor zu stark eingestellt ist und nicht mehr in der Lage ist, alle Force-Feedback-Effekte zu simulieren. Wenn wir diesen Ton des Öfteren während der Fahrt hören, sollten wir das Force-Feedback etwas schwächer einstellen, damit alle Force-Feedback-Effekte perfekt simuliert werden können. Mit der Funktion Centering Strength können wir festlegen, ob und wie viel Widerstand zur Neutralstellung des Lenkrades der Servomotor haben soll, wenn wir nicht in einer Simulation sind. Dann ist auf dieser Seite noch das Sicherheitsfeature Hands-Off Detection Sensitivity. Die Hands-Off Detection Funktion erkennt, wenn ihr die Hände nicht am Lenkrad habt oder das System Gefahr läuft, unkontrollierbar auszuschlagen, indem der Motor in einen Sicherheitsmodus schaltet. Mit dieser Einstellungsmöglichkeit legen wir die Empfindlichkeit der Hands-Off Detection Funktion fest. Nun zum letzten wichtigen Punkt auf dieser Seite, welchen wir besprechen werden: Configure Analog Inputs. Hier öffnet sich eine neue Seite, in der wir gewisse Hardware-Teile konfigurieren können. Ich habe beispielsweise meine Simtech Hydraulic Pedals mit meinem SimoCube-System verbunden. Diese kann ich auf dieser Seite konfigurieren. Alle Teile, welche man mit einem Kabel an das SimoCube-System anschließen kann, werden hier konfiguriert. Nun zur letzten der 5 Seiten: Advanced Information. Auf dieser Seite findet ihr alle Informationen zu eurem System und zu der Software. Auf dieser Seite könnt ihr außerdem neue Updates laden, Telemetriedaten hochladen, euer System auf Werkseinstellungen zurücksetzen, den Status eures Systems kontrollieren und vieles mehr. Jetzt sitze ich, wie man sieht, in meinem Simulator.
Ich nutze R-Factor 2 mit dem Porsche 911 GT3R in Sebring. Die Einstellungen in der SIMOCUBE 2 Software sind folgende. In R-Factor 2 habe ich den Car-Specific Multiplier auf 45% bei dem Porsche 911 GT3R eingestellt, Smoothing ist auf 4 eingestellt und Minimum Steering Torque ist auf 0% eingestellt. Ich werde in diesem Teil des Videos ein paar Runden drehen, in denen wir diverse Tests machen werden. Zuerst fahre ich die Reifen aber etwas warm. Wie man sehen kann, wird die Beschaffenheit der Streckenoberfläche sehr gut wiedergegeben. Durch die kleinen Bewegungen, welche man vor allem in schnellen Kurven sieht, spürt man sehr gut, ob an dieser Stelle der Strecke viele oder wenige Bodenwellen sind. Jetzt kommen wir gleich zu einem Bereich, bei dem wir sehr schnell über sehr raue Curbs fahren werden. Hier auf der linken Seite, hier auf der linken Seite, hier auf der rechten Innenseite, hier auf der linken Innenseite, hier auf der rechten Innenseite und hier auf der linken Außenseite. Dies sind alles Curbs mit einer sehr rauen Oberfläche, bei der das Auto spürbar vibriert. Über das Force Feedback werden die rauen Curbs mit kleinen Mikrorucklern simuliert, sodass wir wirklich spüren können, dass das Auto leicht vibriert. Jetzt kommen wir zum anspruchsvollsten Teil für den Servomotor. Die schnelle Rechtskurve vor Start und Ziel und die schnelle Linkskurve nach Start und Ziel. Wie man sehen konnte, hat das Force Feedback in diesen beiden Kurven sehr stark gearbeitet. Das ist so, weil es in der Realität auch so ist. In diesen beiden Kurven besteht der Streckenbelag aus sehr unebenen Betonplatten. Außerdem haben wir sehr hohe Seitenkräfte, weil die Kurven mit einer sehr hohen Geschwindigkeit durchfahren werden. Die hohe Geschwindigkeit und die unebene Streckenoberfläche führen dazu, dass das Auto etwas springt und versetzt. Dies spürt man natürlich auch sehr stark am Lenkrad. Wir haben dort also nicht nur einen sehr hohen Lenkwiderstand durch die hohen Kurvengeschwindigkeiten, sondern haben auch sehr viele Force-Feedback-Effekte wegen der unebenen Streckenoberfläche. In der folgenden Runde werde ich euch die Hands-Off-Detection-Funktion demonstrieren. Man wird sehen, dass ich auf den Geraden ohne die Hände am Lenkrad fahren kann und ohne dass das Lenkrad unkontrolliert ausschlägt. Man wird dabei auch sehr schön sehen können, wie das Force Feedback die Streckenoberfläche simuliert.
Jetzt werde ich gleich noch einen sehr starken Bremsvorgang machen, ohne die Hände am Lenkrad zu haben. In der nächsten Runde werde ich einige Extremtests machen. Auf der Stadtzielgeraden fahre ich jetzt ein paar Schlangen. Man sieht hier sehr gut, wie das Force Feedback auf die Geschwindigkeit und die Unebenheiten eingeht. Außerdem werde ich in dieser Runde über jeden Curb so schnell wie möglich fahren, damit ihr seht, wie solche Extremsituationen von der Wheelbase simuliert und verarbeitet werden. Wie man sehen kann, kann man auch über die sehr hohen Curbs, welche man in Sebring vorfindet, mit hohen Geschwindigkeiten drüber fahren, ohne dass das Lenkrad unkontrollierbar wird. In dieser Runde zeige ich euch, was passiert, wenn das Auto ins Schleudern geraten sollte und wie sich die Wheelbase dabei in Kombination mit der Hands-Off-Detection-Funktion verhält. Wie man sieht, arbeitet die Wheelbase hier extrem gut und verhindert das unkontrollierbare Ausschlagen des Lenkrades. Jetzt fahre ich noch 2 Runden mit doppelt so hohen Force-Feedback-Einstellungen, wie ich sie normalerweise nutze. Hier werde ich jetzt auch einige Tests machen und ihr werdet sehen, wie sich das Lenkrad dabei verhält.
Wie ihr sehen konntet, hat das Dialog Drive System auch mit sehr hohen Force Feedback Einstellungen kein Problem und arbeitet wie man es erwartet. Kommen wir nun zu meinem finalen Fazit. Gegenüber der Simulcube 1 hat man wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Auch wenn der Unterschied zu einem Simulcube 1 System nicht extrem hoch ist, hat man sich in einigen Bereichen noch einmal verbessert. Das Force Feedback fühlt sich im Gesamten etwas weicher und stimmiger an. Ich hatte nie das Gefühl, dass das Force Feedback extrem ruckartige bzw. schlagartige Bewegungen gemacht hat. Alle Effekte waren sehr rund und weich. Auch wenn man sehr schnell über hohe Curbs fährt, schlägt das Lenkrad nicht unkontrollierbar aus, sondern verarbeitet die Daten zu einer realistischen und stimmigen Bewegung. Auch wenn man die Force Feedback Stärke extrem hoch einstellt, sind die Bewegungen immer noch sehr weich und es gibt keine unkontrollierbaren Ausschläge. Curbs und auch Bodenwellen werden sehr gut und sehr detailliert dargestellt. So kann man den Unterschied sehr gut erkennen, ob man jetzt über die Betonplatten auf der Sebring-Stadt-Zielgeraden fährt oder auf einem asphaltierten Streckenabschnitt. Und auch bei den Curbs kann man sehr gut den Unterschied der verschiedenen Curbarten erkennen. Besonders fällt dies bei den breiten Curbs auf. Dort merkt man sehr gut, wie das ganze Auto durch die raue Oberflächenbeschaffenheit der Curbs vibriert. Auch ein sehr gutes Feature ist die Hands-Off-Detection-Funktion. Diese Funktion verhindert das unkontrollierbare Ausschlagen des Lenkrades. Ein wichtiger Schritt für die Sicherheit des Fahrers. Denn durch die hohen Lenkkräfte, die solche Systeme generieren können, verhindert man mit einer solchen Funktion ernsthafte Verletzungen, die solche Systeme anrichten können, wenn man nicht richtig aufpasst. Sehr gut gefällt mir auch der Aufbau der neuen Software. Man hat extrem viele Einstellungsmöglichkeiten und im Vergleich zur Simulcube 1 Software wird einem nur das richtige Einstellen der Software noch einmal deutlich erleichtert. Ein Grund dafür sind vor allem die schon verfügbaren Grundeinstellungen für die meisten Simulationen, welche man nutzen kann. Wobei einem auch direkt beschrieben wird, was man in der Simulation einstellen muss, um das bestmögliche Force Feedback zu bekommen. Für alle Feinde von Kabel hat die neue Simulcube 2 Base die Wireless-Funktion für die Nutzung von kabellosen Wireless-Lenkrädern. Jetzt noch zu einer persönlichen Meinung zur Stärke des Motors. Natürlich ist es das Ziel bei einem solchen System, die Force-Feedback-Einstellungen und Lenkkräfte so einzustellen, wie sie auch in der Realität sind. Bei modernen Rennautos wie GT3, GT4, Straßenwagen, Formel-1-Boliden, Rallye-Autos oder auch modernen Prototypen ist dies auch kein Problem. Und auch die sehr hohen Lenkkräfte von alten Rennautos ohne Servolenkung, wie beispielsweise alten Formel-1-Autos aus der Zeit von Senna und Prost, oder von Autos wie dem Audi 90 GTO aus der vergangenen IMSA-Serie, sind für die Simulcube 2 Pro Base kein Problem. Folgendes hatte ich auch schon in meinem Simulcube 2 Sport Review der kleinsten Version der Simulcube 2 Systeme erwähnt. Den Link zu diesem Review findet ihr in der Videobeschreibung. Wer solche Autos ohne Servolenkung mit realistischen Force-Feedback-Einstellungen und Lenkkrafteinstellungen fahren möchte, sollte definitiv zur Simulcube 2 Pro greifen. Die Simulcube 2 Sport kommt bei solchen Autos an ihre Grenzen, wenn man realistische Einstellungen verwenden möchte. Die Simulcube 2 Pro schafft diese realistischen Einstellungen alter Rennautos ohne Servolenkung ohne Probleme und hat somit natürlich gegenüber der Simulcube 2 Sport deutlich mehr Kraftreserven bei modernen Rennautos. Durch das tolle Feature der akustischen Signale, welche uns Informationen über den Zustand der Base während der Fahrt gibt, konnte ich sehr gut erkennen, dass die Simulcube 2 Pro Base auch wirklich keine Schwächen bei hohen Force-Feedback-Einstellungen zeigt. Denn die Base gibt uns auch Informationen, wenn wir Force-Feedback-Clipping haben, also wenn gewisse Force-Feedback-Effekte übersprungen werden, weil die Base zu stark eingestellt ist. Da ich kein akustisches Signal während der Fahrt mit sehr hohen Force-Feedback-Einstellungen bekommen habe, zeigt es mir, dass die Base trotz der hohen Einstellungen alle Force-Feedback-Effekte simulieren und wiedergeben konnte. Zusammengefasst ist die Simulcube 2 Pro ein exzellentes System, mit dem man die Lenkkräfte und Lenkeffekte von allen Autos dieser Welt realistisch wiedergeben kann. Für mich ist die Simulcube 2 Pro das perfekte Dialog Drive System für alle Simracer, welche realistische Force-Feedback-Effekte für ein super Preis-Leistungs-Verhältnis haben möchten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn noch weitere Fragen sein sollten, könnt ihr diese in den Kommentaren stellen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Für mehr Videos abonniert gerne meinen Kanal. Um über weitere Videos informiert zu bleiben, aktiviert die Glocke für meinen YouTube-Kanal. Viel Spaß jetzt noch mit dem folgenden Onboard-Video. Bis zum nächsten Mal.